Herr Hoffmann, Sie erlebten im Jahre 2010 eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ja, das Erlebnis geht, wie Sie sagen, auf das Jahr 2010 zurück. Ich war zu der Zeit auf einer Reise von Ägypten nach Israel. Es war eine Urlaubsreise und ich hatte einige Zeit verlebt, auch in Ägypten selbst, wo ich dann die weiße und schwarze Wüste besuchte. Also es war eigentlich eine Reise, ja, eine etwas spirituelle Reise, muss ich sagen, weil die Wüste hat eine gewisse Anziehungskraft ja auf die Fantasie und auf die Eingebung. Es war allerdings sehr anstrengend, weil es war zu einer Jahreszeit, da waren dort sehr, sehr hohe Temperaturen und wir waren damals mit meiner damaligen Freundin oft mit Bussen unterwegs oder mit Geländefahrzeugen. Das war sehr anstrengend. Die Reise führte uns dann weiter von Kairo aus über den Sinai bis ungefähr zur Hälfte des Roten Meeres in eine kleine Stadt, die hieß Dahab, wo wir uns etwas ausruhen wollten von den Strapazen dieser Reise. Und da das eben so schön gelegen ist dort und das Wasser so wunderbar ist und die Flora und Fauna des Meeres ausgezeichnet war, hatte ich mich auch entschlossen, dort eben für 3 Tage einen kleinen Tauchurlaub zu machen. Und wir haben dann, sobald wir mit dem Bus ankamen, schon sofort uns auch ins Wasser begeben und haben dort für Stunden getaucht. Es war dann auch etwas anstrengend, das Ganze, weil wir waren von der Fahrt noch müde und sind dann im Anschluss etwas essen gegangen, dort in einem kleinen Strandrestaurant. Dort gab es Fischtafeln natürlich, frisch gefischten Fisch. Leider konnten wir Arabisch nicht verstehen und es war deswegen schwierig, sich zu verständigen. Daher kam der Ober dann mit einem großen Service an und man konnte sich dann den Fisch aussuchen. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, was das für Fische waren und habe dann so mal einfach nur so auf Verdacht mir etwas ausgesucht. Wir haben bestimmt eine ganze Stunde dort gegessen und man sitzt dort so auf Sitzkissen und kann es sich richtig gut gehen lassen, weil es ist sehr, sehr entspannend. Und solange wir dort saßen, war alles in bester Ordnung. Ich hatte keinen Stress und war am Ende auch nicht mehr so müde und durfte dann eine Wasserpfeife noch zum Abschluss rauchen. Und als wir dann aufstanden und ein bisschen spazieren gehen wollten, noch bevor wir ins Hotel gingen, ist es aber passiert, dass nach einer etwa halben Stunde es mir nicht gut ging. Ich hatte dann Schwindelanfälle, einen Ausschlag, starken Juckreiz und so Brennen unter den Achseln. Das ging mir wirklich nicht besonders gut. Und meine Freundin sah mich an und sagte mir, ja Mann, Rudi, was ist mit dir los? Du siehst nicht gut aus im Gesicht, deine Lippen sind ganz schwarz. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, vielleicht ist es gut, wenn ich einen Arzt aufsuche jetzt, weil so, wie ich mich da fühlte, das war nicht mehr so ganz normal. Der Zufall will es, dass nur 30 Meter entfernt von der Stelle, wo ich gerade war und mich hingesetzt hatte, eine Apotheke war, die geöffnet hatte. Und so sind wir dann zu der Apotheke gegangen, hatten schon ein bisschen was vorbereitet, gesagt, ja, wir müssen schauen, ob das eventuell eine Allergie ist. Vielleicht sollte man Cortison bekommen dann. Aber es ging mir dann so schnell, so schlecht, dass ich nicht mehr in der Lage war, auch mich mit dem Apotheker zu unterhalten. Ich habe mich dann auf die Türschwelle der Apotheke gesetzt, hielt mich also an der Tür fest und bin dann in Ohnmacht gefallen. Hintenüber. Glücklicherweise waren der Apotheker und auch meine Freundin sofort zur Hilfe und haben es verhindert, dass ich mit dem Kopf ausschlug. Ich kann mich erinnern, dass das wohl eine kurze Ohnmacht gewesen sein muss, denn nach vielleicht 5 Minuten oder so war ich dann auch wieder wach, fühlte mich immer noch elend, konnte gerade um mich herum so ein bisschen Stimmengewirr vernehmen, aber nichts weiter. Wann haben Sie die Nahtoderfahrung erlebt? Die Nahtoderfahrung ist erst dann eingetreten, als ich noch einmal in Ohnmacht fiel, das zum 2. Male dann. Es war in diesem Falle auch keine Ohnmacht mehr, denn ich
war plötzlich wieder bei meinen Sinnen, konnte verstehen, konnte mich fühlen, konnte merken, ich bin wieder ich selbst. Es war nicht wie bei der ersten Ohnmacht, wo man ja da gar keine Erfahrung hat, gar keine Empfindungen hat. Und ich sah mich plötzlich, ich konnte an mir herunterschauen, ich sah mich plötzlich selbst in einer großen, dunklen Höhle aus schroffem Gestein. Ich musste mich ja etwas orientieren, wo bin ich hier? Es war alles, als wäre es aus Schiefer, so grau-schwarz, ziemlich groß. Ich schaute so an mir herunter, konnte merken, ja, ich stehe hier in diesem Raum. Und dazu muss ich sagen, nach nachträglichen Überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich gar keinen Boden unter meinen Füßen hatte. Das habe ich in dem Moment nicht so wahrgenommen. Das habe ich erst später dann gemerkt, dass ich stand zwar dort, aber ich war so mehr oder weniger im Leeren. Und als ich mich umschaute in dieser Grotte, in dieser Höhle, sah ich gehe davon aus, dass es 7 weibliche Figuren waren. Und auf verschiedenen Höhen in diesem großen Raum, als schwebten sie dort. Die hatten auch wahrscheinlich keinen Boden unter den Füßen. Man konnte es auch nicht sehen bei der Dunkelheit, ja, das muss man dazu sagen. Diese weiblichen Figuren waren in weiße Gewänder gehüllt und das Licht schien auch von diesen Figuren auszugehen. Diese Frauen waren von einer überirdischen Schönheit. Ich habe selbst im Leben solch eine Schönheit nicht erfahren können bisher. Also es war so, dass man in Bann gezogen war von dieser Schönheit. Und diese Figuren schauten mich an. Diese Frauen, näher oder weiter entfernt, waren auf mich fokussiert und haben mit mir kommuniziert, aber nicht mit Sprache, sondern mit Gesten. Ich habe also dann ausgehend von diesen Figuren diese Handbewegungen, diese Armbewegungen wahrgenommen, als wäre es eine Einladung, mit ihnen zu gehen. Also so habe ich das auch sofort verstanden. Und das musste wahrscheinlich so gut eine halbe Minute gedauert haben. Ich konnte auch im Hintergrund Klänge hören. Ich würde sagen, es war keine Musik, es war wohl eher mehr, ja, vielleicht Sphärentöne, Sphärenklänge, würde ich sagen, so ungefähr war es. Untermalung durch diese Klänge. Und ich habe dann klar verstanden, dass ich eingeladen worden war, mitzugehen. Man konnte in dieser Höhle erahnen, dass in die Richtung, in die sich diese Frauen bewegen wollten, dass es dort wohl auch einen Ausgang gab. Das konnte man so vage erkennen, weil da so gewisse Schattierungen waren im Felsen. Also da muss es irgendwo einen weiteren Weg gegeben haben, raus aus dieser Höhle. Dazu ist es aber nicht gekommen, denn ich hörte mich plötzlich selber sprechen, ohne dass ich mir das überlegt habe. Aus mir heraus kamen die Worte non sono pronto. Ich spreche nicht immer Deutsch und ich spreche auch nicht so gut Deutsch mehr, weil ich nicht in Deutschland lebe mehr, seit langer Zeit schon. Das habe ich mir dann auf Italienisch gesagt. Ich bin nicht bereit. Ich bin noch nicht so weit, bedeutet das. Das war eine Entscheidung, die kam spontan. Ich fühlte mich nicht bereit mitzugehen. Und bin in dem Moment, wo ich diese Worte gesprochen habe, aufgewacht aus dieser Erfahrung. War dann wieder bei Sinnen und es ging mir auch nicht so sehr gut. Also ich war wieder bei den Schmerzen, die ich hatte und bei dem Unwohlsein. Der Unterschied war aber, dass ich jetzt etwas ermutigt war, weil ich hatte dieses Erlebnis. Für mich war das kein Leid mehr, was ich da jetzt ertragen musste. Ich fing an, ganz kräftig zu schwitzen. Es muss sich wahrscheinlich um eine Lebensmittelvergiftung gehandelt haben. Es war also auch keine Allergie. Durch diese Schweißausbrüche habe ich wahrscheinlich dann es geschafft, mich von diesem Gift zu entledigen. Und ich denke mal, dass ich dann noch einige Zeit auch in dieser Situation war. Es muss also bestimmt 2 Stunden gedauert haben, bis ich das dann überwunden hatte.
Glücklicherweise war der Apotheker auch gleichzeitig ein Arzt. Und ich habe dem Mann wirklich auch mein Leben zu verdanken, weil er das Richtige getan hat in diesem Moment. Er hat mir dann eine kreislaufstärkende Injektion gegeben. Dadurch fühlte ich mich dann wesentlich besser auch. Nach 2 Stunden war ich dann schon in der Lage, auch wieder diese Apotheke zu verlassen und ins Hotel zu gehen. Ich komme noch einmal zurück zu der Nahtoderfahrung. Sie haben gesagt, Sie haben an sich heruntergeschaut und dann in der Folge diese 7 Figuren gesehen. Als Sie an sich heruntergeschaut haben, was haben Sie da gesehen? Ich kann mich erinnern, dass ich an meinen Armen hinuntergeschaut habe, dass ich auch meinen ganzen unteren Körper gesehen habe. Und es war für mich die exakt gleiche Wahrnehmung wie im normalen Leben. Ich habe also meinen Körper so gespürt, wie ich es normalerweise tue. Ja, es war gar kein Unterschied festzustellen. Ich war auch in dem Moment deswegen so überrascht, weil ich mich tatsächlich, ich selbst, als mich selber fühlte. Und eben in dieser ganz anderen Umgebung. Ja, für mich war das dann natürlich ein einschneidendes Erlebnis, weil solch eine Verwandlung, ja, ich bin ja auch nicht aus meinem Körper irgendwie herausgerissen worden, sondern ich bin praktisch bei dieser zweiten Ohnmacht so in dieser Situation plötzlich gewesen und habe also ich habe den Weg nicht gespürt. Bin so in diesem Moment so wieder zu mir selbst gekommen. Haben Sie sich Gedanken gemacht, warum dass Sie diese 7 Frauen gesehen haben und warum dass Sie in einer Höhle standen? Ich habe sehr oft mir Gedanken gemacht, was die Bedeutung sein könnte, warum es 7 Frauengestalten waren. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass dadurch, dass ich auch sehr kunstinteressiert bin, ja, weil ich immer in Gemälden halt auch Engeldarstellungen gesehen habe. Und ich muss wirklich sagen, dass das, was ich dort in der Höhle gesehen habe, das schien mir so, als wären da Engelfiguren um mich herum. Engelfiguren ohne Flügel. Aber ich denke mal, es könnte sogar so sein, dass die Engelfigur an sich auch so als Figur so entstanden ist, dadurch, dass sich Engel frei bewegen können und nicht irgendwie verhaftet sind mit dem Irdischen, hat man sie wohl dann auch in der Geschichte mit Flügeln dargestellt. Ich konnte sehen, dass diese Gestalten keine Flügel brauchten, um sich zu bewegen. Die Tatsache, dass es 7 Frauengestalten waren, hat auch eine Bedeutung, denke ich mir, weil ich denke schon, dass in dem Moment, wo man an der Schwelle zum Jenseits steht, wo man tatsächlich in einer Lebensgefahr ist, wo es sein kann, dass man dieses irdische Leben verlässt und in den Tod geht, dass in dem Moment, ich sag mal so, dass in dem Moment es einem etwas schmackhaft gemacht werden soll, dass man mitgehen soll. Und ich denke mir, dass es dann in jedem Fall von Person zu Person vielleicht eine unterschiedliche Einladung gibt dazu. Und in meinem Falle, weil ich ein ästhetisch, sagen wir mal, interessierter Mensch bin, muss es vielleicht so gewesen sein, dass eben gerade dadurch dann diese Frauengestalten dass es also tatsächlich für mich einen Anreiz bilden sollte. Ja? Und ich sehe es so, dass die Versuchung in dem Falle so extrem stark war, dass wenn ein Mensch nicht den festen Willen hat, tatsächlich ins Leben zurückgehen zu wollen, dann wird er es nicht schaffen. Die Versuchung ist so stark, dass man mitgeht in dem Moment. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Ich bin schon von Kind auf ein gläubiger Mensch gewesen, immer schon. Habe das auch ganz für mich behalten, habe also darüber auch mit meinen Eltern eigentlich nie gesprochen. Ich kann mich erinnern, als ich 4 Jahre alt war, da habe ich schon gebetet zu Gott. Für mich war Gott immer der Schöpfer. Ich habe immer irgendwo diese Dankbarkeit auch als Kind schon verspürt, dass ich auf der Erde sein darf, dass ich leben darf, in dem Sinne, dass es mir gegönnt ist, und war dafür sehr dankbar. Ich bin heute durch diese Nahtoderfahrung noch dankbarer geworden.
Es ist so, dass jeden Tag für mich sich Dinge ereignen, die mir zeigen, dass alles einen Sinn hat. Der Sinn des Lebens stellt sich mir besser dar jetzt als vor diesem Erlebnis. Ich sehe viel klarer das Gute und ich sehe viel klarer das Böse im Leben. Ich sehe auch, dass man mit Gutem das Böse besiegen kann. Also für mich sind die Konsequenzen aus dieser Erfahrung vor allem dort, wo ich selbst für mich mehr Klarheit habe, als ich das früher hatte. Es ist auch so, dass ich mit Menschen gesprochen habe über mein Erlebnis, sehr selten, aber es ist auch so, dass ich damit wohl auch Interesse erweckt habe. Menschen, die mir zugehört haben, dann Mut gefasst haben, dass der Tod eigentlich nicht solch ein Ende bedeutet. Die Nahtoderfahrung könnte man eigentlich auch als eine Nahlebenserfahrung bezeichnen. Denn der Tod ist ja nur, so wie ich es sehe, der kurze Moment, der Bruchteil einer Sekunde, in dem man aus dem Leben scheidet, um in ein neues Leben zu gehen. Und es hat mir die Angst vor dem Tod genommen, diese Erfahrung. Und es ist auch auf jeden Fall so, dass ich viel mehr Zuversicht habe, dass alles sich zum Guten fügen kann im Leben, wenn man auf Gott vertraut. Den Tod an sich betrachte ich auch nicht als etwas Endgültiges. Ich sehe den Tod eher als ein Übergang in ein neues Leben, in ein anderes, weiterreichendes Leben. Ja, auch in eine andere Realität, aber bei dem Empfinden des eigenen Selbst. Also ich denke nicht, dass sich der Mensch durch das Weiterleben im Jenseits an sich verändert. Ich bin also fest der Überzeugung, dass der Mensch als Seele Bestand hat und sich nicht verändern wird. Also es ist nicht so, dass ich denke, dass man irgendwie als heilige Kuh oder wieder zur Welt kommt, ja? Sondern man bleibt man selbst, man bleibt seine eigene Seele und wahrscheinlich sogar auch sein eigener Körper, denn das ist das, was ich erleben konnte. Ich konnte ja mich selbst tatsächlich noch spüren. Was ich gerne möchte, ist Menschen Mut machen durch das, was ich erlebt habe. In dem Sinne ist der Tod kein Ende. Es bedeutet eher ein Übergehen in ein Jenseits, in dem die Hoffnung besteht, dass alles besser wird. Also davon bin ich sehr fest überzeugt. Denn das ist das, was ich spüren konnte. Das, was mir auch vermittelt wurde. Dass es etwas Gutes gibt nach dem Leben. Herr Hofmann, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch sehr herzlich.